Yo, moin Dave Lüd und auch liebe Landratten und Rädchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online The Iconianer. Ich bin Arno und mit dabei ist der James Chakotay. Mahlzeit. Weiter geht's. Juhu. Wir sind immer noch im Krieg. Arno sagt Juhu. Das kann man jetzt falsch interpretieren. Das möchte ich so nicht sagen. Ja, wir sind im Iconianischen Krieg. Und es geht weiter mit Star Trek Online, das Juhu. Okay. Sagen wir es so. Schmetterling. Die Forschungsteams im Iconianer-System haben zahlreiche Simulationen von temporalen Eingriffen unter Verwendung der Krenim-Waffe durchgeführt. Wir benötigen einen Offizier mit Felderfahrung, der die vielversprechendsten Optionen und deren Durchführbarkeit evaluiert. Treffen Sie sich mit Captain Nog im Forschungslabor, um über die nächsten Schritte zu sprechen. Noch einmal spielen. The research teams in the Iconianer system require your assistance. They have been running thousands of temporal incursion simulations of how to use the Krenim weapon. But I need an officer with field experience to evaluate the project in its feasibility. You will participate in a focus test of the most promising options. A blade cuts both ways. We must be sure that what this weapon can do to the Iconians does not cause greater harm to us. Okay. Akzeptieren. Ja, Iconianer-System hatte ich letztes Mal schon vorgelesen. Jetzt steht's hier wieder in Deutsch. Ja, das ist toll, ne? Wir hatten ja die letzte Mission kurz unterbrechen müssen, weil es bei dir und bei mir einmal abgestürzt ist und dann hatten wir jetzt ein paar Tage später wieder aufgenommen. Und als wir dann wieder beginnen oder fortsetzen, Iconianer jagen hatten, also auf der Station, stand dieser komplette Text vom Iconianer Asteroidenfeld in Englisch da. Ja. Warum auch immer. Vorgelesen vor der Mission hatte ich ihn noch auf Deutsch. Jetzt ist er ja wieder Deutsch. War auf Englisch und jetzt ist er wieder auf Deutsch. Ja, dann beginnen. Schmetterlingseffekt. Jo. Denn sie wissen nicht, was sie wollen. Nee. Nicht so wirklich. Oh oh, das Schiff da oben kommt mir böse bekannt vor. Wer ist denn hier? Welcome. Ja. We have been working with the Krenim to build both this facility and a weapon similar to the one developed by Anoraks in the 22nd century. Captain Nog is running point for the Alliance, but teams from all across the Alpha and Beta quadrants are involved with the research. It's fascinating work, but there's a lot to do yet. Wie kann ich helfen? Captain Nog might be able to explain more. He's waiting for you. Gut, Sie wiederzusehen, Adrana. Wie geht es Ihnen? It's good to see you too. For a few weeks, I was helping the Alliance research new ways to deactivate Iconian gateways. We were making progress, but it wasn't fast enough to stop the advance of the Heralds. After Captain Nog made contact with the Krenim, I asked to transfer here. Now I'm working with interdimensional resonance harmonics to help recreate Anorax's work. Haben Sie besser geschlafen? Yes, I have. I guess the Solanae aren't visiting me at night anymore. Or maybe it's the 14-hour days trying to wrap my brain around complex temporal equations that are wearing me out. Either way, my sleep is greatly improved. Thank you for asking. Ich kann nur hoffen, dass das kein größerer Fehler ist als das Öffnen des Portals auf Neuromulus. Welcome. We have been working with the Krenim to build both Ja, this wie kann ich facility. helfen? Captain Nog might be able to explain. Gehen Sie voran. Die NPCs sind toll. Die gehen, aber wenn du selbst gehst, sind sie zu schnell. Wenn du rennst oder läufst, bist du zu schnell. Dann sind die NPCs zu langsam, ja. Ich habe noch gefunden. Ja, die mit Nog sprechen. I wish I was seeing you under better circumstances. We've managed to make a prototype of the Krenim weapon in Anorax's records, but we have not attempted to use it yet. Time isn't something you mess around with, so we have been conducting simulations here of possible incursions, as well as developing new ways to protect and store data on various timelines. Können Sie mir den Prozess erklären? Wie unterscheidet sich dieser Prozess von einer Reise in die Vergangenheit, in der
durch eine Veränderung eine alternative Zeitlinie geschaffen wird. When we talk about time alteration, we're specifically referring to the Krenim weapon's ability to remove something from time. Anything, from a single molecule to an entire civilization. It's as if the target of the weapon never existed at all. Also verändert die Waffe nicht nur etwas, sondern löscht es vollständig. Correct. The changes ripple out from the incursion point and result in a new reality where the target no longer exists. This does mean that the ship must be able to fire on a target. The details are a bit more complex, of course, but that's the main difference from conventional time travel. Und damit hat niemand ein Problem? Temporal agents from all three factions are watching everything we do carefully. That's one of the reasons we're running holodeck simulations first. Between you and me, I'm glad they're here. The Krenim are a little too eager to use the weapon. Time manipulation is a very delicate operation under the best of circumstances. We can't just start shooting things out of existence and hoping it all works out for the best. Ich stimme dazu, Captain. I wish I was seeing you under better circumstances. We've managed to make a prototype of the Krenim weapon in Anorax's records, but we have not attempted to use it yet. Time isn't something you mess around with, so we have been conducting simulations here of possible incursions, as well as developing new ways to protect and store data on various timelines. Könnten wir nicht einfach die Iconianer aus dem Zeitfluss entfernen? That was the first simulation we tried. The results were fairly catastrophic. Katastrophal? Without the Iconians, the first development of warp technology by other cultures in the Alpha Quadrant is severely delayed, by about 50,000 years. Removing the Iconians would change everything we know. Wir würden dennoch Warp-Technologie entwickeln, oder nicht? Es scheint unumgänglich. Let me put it this way. In one version, the Day Ones eventually rise to power and conquer most of the Beta Quadrant. They are forced back by the Vulcans, who never embrace logic, and later enslave much of what is now Federation and Klingon space. Ja, das wäre doch eher unerfreulich. I'm not done yet. The Herc never developed warp technology at all, so they never invade Kronos and unite the Klingons as a warrior culture. When the Vulcan Star Empire finds the Klingons in the 22nd century, they were mostly farmers who had made some advances in epic poetry. By the present day in this simulation, the Vulcan Star Empire is locked in a to-the-death struggle with the Dominion. Ich verstehe, die Iconianer direkt zu entfernen ist eine schlechte Idee. I wish I was seeing you under better circumstances. Ja, okay, das kennen wir ja nun schon. Sailor sagte etwas über Iconianer und Zeitreisen. Ist das wichtig? Oh, that the Iconians can't time travel because it unravels their minds. She was being dramatic, but she was essentially correct. When most humanoids time travel, they retain the memories of their timeline of origin. So you realize when things have changed. Iconians are at least partially energy beings. You saw that when Matara was able to use her own power to open gateways. And their brain structure is very different from other humanoids. As far as we understand, if an Iconian traveled back in time, their mind and memories would reshape to fit that time. So they would retain no memories of the present. They don't use time travel because it would literally be taking a step backwards. Jetzt verstehe ich. Danke. I wish I was seeing you under better circumstances. We've managed Schützen, to was make a wir wissen. prototype of the Krenim weapon, and once we make an incursion, anything not protected by a temporal shield will conform to the new timeline. That includes all of us once this mission is over. We won't remember the Iconians, the war, or anything that changes in the new timeline. Clouda has been leading the work to create a shielded computer core to hold all the data we currently have. A time capsule, I guess you'd call it. Muss der Kern auf ewig geschützt werden? Correct. This isn't the sort of sacrifice we'd expect any personnel involved in the incursion to make. So we've built a computer to retain the information for us. We'll know what happened before, even though it essentially will have happened to someone else. Verstanden. I wish I was seeing you under better Haben Sie eine Vorstellung We've managed to davon, make a wann ein prototype of the temporaler Krenim Eingriff weapon vorgenommen in werden Anorax's muss? records, but we've tried a different number of scenarios, but only in the holodeck. Direct action against the Iconians is proving to be problematic, because so much time has passed since they were first a great power. Incursions that far back in time must be carefully planned, or the fallout of even minor changes can ripple across reality.
We have, however, seen some promise in trying to delay their arrival. Aber damit würden wir das Unvermeidliche nur um ein paar Jahre hinauszögern. Actually, it would be closer to a 700-year delay if our calculations are correct. The Iconians have had 200,000 years to build their fleets, but we're catching up to them. We've already seen what the 29th century technology can do. Imagine what we'll have in the 32nd century. Also werden wir eher auf Augenhöhe sein. Exactly. The other potential solution is to cut into the current power base. What if the Iconians never allied with the Alachi or the Solanae? We wouldn't be facing the trouble we do now. Doch sie hätten immer noch die Herolde. The three most promising incursions each follow one of these tactics. My teams have been running simulations and refining their targets, but I'd like you to assist them using a special quantum recursive algorithm. Our simulators can run the outcome of a possible incursion on the holodeck. Interacting with that simulation will give us more data than just crunching the numbers. We need to really interact with it to see what reality would look like, and for that, I need someone like you with field experience. Ich bin mir nicht sicher, was temporale Eingriffe angeht, aber Simulationen können nicht schaden. Gut. Okay. Warte mal, wo steht die Alte denn? Mit irgendwem müssen wir hier sprechen. Ja, hier hinten. Ach, hier. Mit Leiter des Teams Alpha sprechen. Hello. Please allow me to explain what we're doing here. We've determined that if we remove a specific series of stars from the Beta Quadrant in the distant past, a rogue planet will enter the Iconia system and cause massive geological damage at about the same time the planet was bombarded by the Iconians' enemies. The technological buildup of the orbital bombardment that destroyed the Iconian civilization will still happen, but the Iconians themselves will have to deal with a natural disaster, not a war. Und sie glauben, dass das besser ist als ein Krieg? Maybe the survivors of a natural disaster, if there are any, won't be so vengeful, and none of the stars we will remove have planets with the possibility of developing life. The overall effect on the galaxy is minimal. It's a painful path, but it could be the one that leads to peace. Die scheint doch ziemlich extrem, finden Sie nicht? The number of stars we will have to remove is a concern, which is why we're trying this in a simulation first. But as Captain Nog said, these simulations aren't perfect, so we have devised a holodeck program that will expand and extrapolate on possible effects of the temporal incursion. Sie vertrauen stark auf das Holodeck. It's the best option we have available to us. The holodeck's algorithms have been updated to change and adapt to the data created by the simulated timeline alteration. This is not your average holo novel. Nun gut, was soll ich tun? Once we run the program, you'll be able to interact with our best approximation of the new timeline. Interaction with the holodeck components will allow the program to generate a more in-depth solution and give us a better idea of what to expect. We have set this simulation on a Federation starship patrolling the Sol system, and you are the captain. If all goes as planned, we expect that almost everything in the system should be close to current reality. Verstanden, ich werde das Programm starten. Warte mal, hier oben steht, glaube ich, noch dieser Ja. Zeitagent-Typ. Mit Zeitagent Philip Cray sprechen. Hello. Sie sind hier, um die Zeitlinie zu schützen? Anything involving temporal mechanics is complicated, but the short answer is yes. I am watching these simulations very closely, as are my counterparts from the Republic and the Klingon Empire. Even small changes to time can have large and lasting effects. On Earth, we've called this the butterfly effect. The metaphorical example is of a butterfly flapping its wings and starting a chain of events that lead to a hurricane on the other side of the planet. Aber ist eine Veränderung der Zeitlinie nicht genau etwas, was sie verhindern sollen? Again, it is complicated. Suffice it to say that at this moment in time, our governments have all agreed that our options are limited.
This might be our best chance to stop or delay the Iconians. But temporal investigations will intervene if we feel that the cure is more dangerous than the disease. Ich verstehe. Hello. Verletzt das nicht alles die oberste temporale Direktive der Sternflotte? Under ordinary circumstances, perhaps. It's only because the Iconian situation is so desperate that we're allowing this research to continue. You've been on the front lines of the war. I'm sure you realize how few options we have left. Es ist schlimm dort draußen. Doch ist es wirklich unsere einzige Möglichkeit? Hello. Goodbye. Was? Hier steht nur, es ist schön, Sie wiederzusehen, Agent. Was? Ne, bei mir ist... Wer sind Sie? Sind Sie sicher, um die Zeitlinie zu schützen? Sind Sie nicht hier, um die Zeitlinie zu schützen? Verletzt das nicht die oberste Direktive? Und auf Wiedersehen. Mehr habe ich hier nicht. Ich habe noch... Achso, dann habe ich das bestimmt nur, weil ich Delta-Rekrut bin. Dann mache ich das auch mal kurz. Es ist schön, Sie wiederzusehen, Agent. It's good to see you again as well. It may be that your unique experience was part of what led us to this place. Maybe you'll be a part of solving our current dilemma as well. Also er hat jetzt gesagt, es freut mich auch, Sie wiederzusehen. Es ist durchaus möglich, dass es zum Teil Ihre einzigartige Erfahrung war, die uns zu diesem Punkt gebracht hat. Und vielleicht werden Sie auch an der Lösung des Dilemmas beteiligt sein. Ich werde mein Bestes versuchen. Hello. Auf Wiedersehen. Okay. Weil Delta-Rekruten, ich weiß nicht, welche von unseren Zuschauern Delta-Rekruten hatten, aber man begegnet sich ja quasi in der Vergangenheit selbst. Das eine oder andere Mal, ja. Programm Alpha ausführen. Akzeptieren. Kaputt? Captain, you're alive. We repelled the intruders on the bridge, but the ship has taken heavy damage, and a lot of the crew are injured. Wie ist die Lage? Sir, I'm not sure this is the time. So many people are hurt, and most of the systems are offline. The life support is on backups, and our resources are down to nothing, and... Ich helfe den Verwundeten, aber Sie müssen mir helfen. Was ist geschehen? The Dominion stopped firing at us when we lost weapons. Now they're focusing on Earth's defense grid, but it's only a matter of time before they return to finish us off. Wir werden die Besatzung neu formieren und uns zur Wehr setzen. Es ist noch nicht vorbei. Letztes Besatzungsmitglied stabilisieren. Ja, ich mach mal hier hinten. We can't stop them. Maybe if we hadn't been at war with the Romulans. Maybe if the Klingons hadn't Den ripped Text von themselves den apart. Iconianer hier oder hast du jetzt nur deinen? Ich hab meinen. I'll be fine, Also bei meinen sagt er, Just Sir, ich habe sie versucht zurückzuschlagen, doch die Enterkommandos, die Gem hat da. Wir müssen das Dominion aufhalten. Wir können nicht zulassen, dass sie die Erde ebenfalls erobern. Keine Sorge, wir werden sie aufhalten. Und meiner hat gesagt, wir können sie nicht aufhalten. Vielleicht wäre es anders ausgegangen, wenn wir nicht mit den Romulanern im Krieg gewesen wären. Oder wenn die Klingonen sich nicht gegenseitig in Stücke gerissen hätten. Ich bin in Ordnung, Captain. Ich bin nur etwas durcheinander. Begeben Sie sich, wenn nötig, zur Krankenstation. Da hinten. Ja. I never expected they would get so far into our defenses. I'm sorry, Captain. I just need a moment. Then I'll be ready to fight. Wann immer sie bereit sind. Achso. Incoming hail. Ja, ich gehe ja schon ans Telefon. Ist ja gut. USS Ajax. Sensors show your ship is completely defenseless, and I would prefer not to delay our arrival at Earth to deal with such a minor annoyance. Surrender now, and I will guarantee the safety of your crew. Wir werden uns nie ergeben. Zugriff auf Schiffscomputer. Warnung, Hüllenbrüche auf den Decks 4, 5, 6 und 7. Notkraftfelder aktiviert. Moment. Hüllenidentität. Was?
So viele Decks hat das Schiff gar nicht. Okay. Höhlenintegrität, oh Gott, bei 22,8%. Waffen ausgefallen, Schilde ausgefallen, Lebenshaltung, Notenergie aktiviert. Verlustbericht des Quadranten. Beta-Set Status erobert. Geschätzte Verluste 3 Milliarden. Teller Prime Status erobert. Geschätzte Verluste 2,5 Milliarden. Vulkan Status unbewohnbar. Geschätzte Verluste 9,4 Milliarden. Schön. Persönliches Logbuch des Captains. Persönliches Logbuch des Captains. Sternzeit 87319,0. Wir haben seit 3 Tagen keine Spur der Hauptstreitmacht des Feindes entdecken können. Doch wir werden weiterhin vor ihren Speeren bedrängt. Vulkan ist verloren, Andorra brennt, Romulus und Tellerprime besetzt. Betasort, Trill wurden ausgeräuchert. Oh Gott. Vielleicht wäre es... Eingeäschert. Ah, das ist dasselbe. Vielleicht wäre es anders ausgegangen, wenn die Romulaner sich uns angeschlossen hätten. Die Klingonen hatten kaum genügend Schiffe übrig, um ihre Heimatwelt zu sichern. Sie waren keine Gefahr mehr. Wir boten unsere Freundschaft an, doch die Romulaner lehnten ab. Und dann kam das Dominion und eroberte einfach alles. Nach iconianischen Aktivitäten scannen. Langstreckensensoren ausgefallen. Keine ikonianische Aktivität in unmittelbarer Umgebung. Okay, alle Daten herunterladen. Ich habe hier hinten übrigens das MSD mal gezeigt. Das Schiff hat nur 4 Decks. Nicht 7. Cryptic. Ich darf das Programm beenden? Ja, ich meine, man kann hier garantiert nicht auf der Restlinie Feind oder Ajax rumlaufen. Nö. Programm beenden. Lief jetzt nicht so super. Nee, war nicht so toll. Hier, komm, Leiter des Alpha-Teams sprechen. Sorry, we were watching from the control room, and that could have gone better. Even with all that, the simulation data on whether the Iconians were entirely eliminated from that timeline is inconclusive. We were able to record your interactions, and we've been able to piece together what happened from those. Was haben Sie entdeckt? From what we can piece together, the Klingon Empire was never unified by its conflicts against outsiders, and the great houses turned on one another instead. The Romulans took the chaos as an opportunity to attack. The Federation stepped in to help the Klingons, and the war between the 3 factions basically ripped the quadrant apart. The Dominion then conquered all 3 weakened powers. Naja, also dies ist keine Lösung. Agreed. My team will continue working on other possible incursion scenarios. Vielleicht können wir ihre Machtbasis schwächen. Wo ist der nächste? Wie lange geht die Folge jetzt eigentlich schon? Also wir können zum nächsten noch hingehen, aber dann sollten wir beenden. Bei 24 Minuten. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und sage, macht's gut und schwenkt einen Hut. Jo, und ich bedanke mich auch bei allen Zuschauern. Kommentieren, abonnieren, Hummel, Hummel, Mors, Mors.